ganze Besteck. Unterwasserkocher. Der Schirm ist vorher. So, jetzt ist Samstagmorgen, 6 Uhr, Winterfeldplatz. Ich würde sagen, auf geht's. Kleine Kurve, da stand gestern Abend noch ein Roller dran. So, schauen wir mal rein. Das ja. Grillwolke raus. So, jetzt gehen wir. So, da geht's mal rein. Wenn wir Glück haben, regnet es nicht. Ha? Dass wir in den Frühjahrswind normal das Zelt umkauen, dann ist das ganze Zelt so nach vorne kippt und da hat es einen leichten Schlag gekriegt, deswegen ist das so leicht schief. Das zeige ich dir dann am Grill später. Das sind die Splints zum Höhenverstellen. Weil sonst könnt ihr nur auf einer Höhe grillen und das ist auf Dauer dann zu kalt einfach. Jetzt bauen wir schon die Bank auf. So, meine Grillpfannen.
noch nachher putzt. So, einmal umkehren. Ein bisschen laut. Das gleiche machen wir noch zweimal. Kehrt die zusammen. So, jetzt. Viele Handgriffe jeden Tag. Und stell dir mal vor, wir wären so am Wagen drin. Ich würde durchdrehen. Da ist er sau heiß mit dem Grill. So, jetzt kommen wir rein. Und geil. Ah, schau, das liegt nicht schön. Vor Corona war ja die Marktfläche nur der eigentliche Platz, aber seit Corona haben sie die Gleditstraße als Marktfläche mit dazu genommen. Das macht eigentlich einen Sinn und eine tolle Atmosphäre. Jetzt ist auf dem Platz entspannter und hier auf der Straße kann man echt wunderbar laufen. Morgen, René. Um 8 Uhr hättest du geglaubt, dass heute kein Markt stattfindet. Da war Halligalli. Du hast ja gesehen noch, oder? Oder wann warst du da um 1? Um 1 Uhr, ja. Na, da war um 8 Uhr bums voll alles. Alles noch voller Hänger und Streetfood und Essen und Trinken. So, jetzt haben wir die schöne große Alutafel als Schutz vor dem Grill. Noch windig ist ein bisschen. Wunderbar. Jetzt kommt der erste Tisch. Die wird dann noch geputzt. Hier. Gut. Jetzt haben wir einen zweiten Tisch. Hoppala.
Wunderbar. Mal. Das ist die alte Kohle von gestern, die ist jetzt schön kalt geworden. Die wird entsorgt. Morgen. Stopp. Da wird nichts weggeschüttet. Einmal. Wieso 3 Sorten Kohle? Ja, 3 Sorten ist witzig. Und zwar dreierlei, weil ich sowohl Ausdauer habe oder Ausdauer haben will, als auch schnelles Feuer. Das leichte Feuer ist zum Anzünden. Diese runden Kohlestücken sind sehr lang anhaltend. Und die Grundkohle ist Marabu aus Kuba. Ist ein leichtes, festes Holz mit einem sehr guten Hitzeverhalten. Also auch langes, anhaltendes, gleichmäßiges Feuer. Ist schon Wahnsinn. Aus Kuba die Kohle. Genau. Aber das ist dort Aufwuchs, Marabu, und wird dort, also wie wenn hier die Lindenzweige aufwachsen, und das wird dann dort als Kohle dann verarbeitet. So, jetzt hängen wir es im Grill ein. Zweimal. Jetzt drehen wir es um. Morgen.
Schauen wir noch mal Seitenwände. Die haben wir ganz vergessen. Mhm. Wunderbar. So dunkel heute im Zelt, gell? Aber die Sonne fehlt. Den Deckel drauf. Wunderbar. Ha? Rüdiger, wie geht's dann? Gut, zu dir? So muss sein. Sehr schön. Wir kommen jetzt ins Fernsehen. Was? Ja? Ja. Ins Wichtige oder ins Feuer? Nein, ins Erste. Super. Gratuliere. So, wunderbar. Was ist los? Ah, du meine Güte. Das ist dann ja. So, jetzt pass auf. Die ist da. So. Luftflasche. Muss mich nicht so bucken. Das ist angenehm mit dem Licht, Rüdiger. Ja, wirklich, weil das ist ja stockfinster heute. Echt dunkel. Original italienisches Meersalz.
für die Fisch. Das ist gemahlener Pfeffer. Dann haben wir noch geschroteter Pfeffer. Dann noch eine Prise Kräutersalz. Morgen. Ja. Zitrone, Mama. Super. So, jetzt pass auf, Olaf. Jetzt kommt der Salat. Jetzt gehe ich in die Vorbereitung von den Kartoffelsalate.
Gabel. Der Salat runter. Sehr gut. Mango. Und dann haben wir noch einen Gurkensalat. Morgen. Der kommt jetzt daher. Ich schneide jetzt halt auch noch nicht. Ich mache jetzt halt nur zur Vorbereitung. Die Jungs schneiden die dann. So. Was hast du da gerade gemacht? Na, ich habe Wasser drauf, damit es schön saftig bleiben. Ein Schluck Wasser, dann bleiben schön feucht die Zwiebeln. Da kommt noch das Chili rein. Das ist meine selber gemachte Kräuterremoulade. Die wird dann später vermischt. Makrele, Forelle. Da habe ich ganz einen besonderen Fisch dabei heute. So, meine Lachswürfel. So, Deckel drauf. Hoppa. Ah, der Kaffee, bitte auch noch. Besserer Regenschutz dann. So, da habe ich meine Tintenfisch. Die sind mariniert im Öl, Zitronensaft, Thymian, Basilikum. Das ist der Wels drin. Knoblauch, Thymian, frische Kräuter. Herrlich rotes Fleisch, natürlich rotes Fleisch. So, das ist der kommt jetzt auch daher. Morgen. Hallo, grüß dich. Schleichwerbung. Jetzt haben wir die Eisplatte. Jetzt kommen wir unsere Zange und Salz war beim Rest. Jetzt werden die Fisch gewürzt. Und zwar sind das jetzt ganze Makrelen.
Die sind gestern ausgenommen worden, gestern Nacht, gestern spät abends, nach dem Markt. Dann kommen wir in die Zange. Nummer 1. 2. 3. Da sind ein paar kleine dabei. Die kommen jetzt erst einmal nicht in die Zange, sondern die mache ich als Reserve für später. Viele unterschiedliche Größen. Aber das ist Wildfang und dann kann man das nicht so leicht beeinflussen oder steuern. Nimm wieder. Die ist auch schön. Jetzt kommen wir die Rotbarsch. Die mag ich auch gerne. Die lassen wir auch da drin. Eins. Ohne Kopf, ohne Bauch. Sechs war das jetzt. Wunderbar. Ja, die werden schon auf dem Schiff auch geschlachtet und der Kopf wäre halt Masse, also Kilomasse, die du mitzahlst und deswegen wird er gleich auf dem, also schon ausgenommen und wenn du den Kopf wegschneidest, dann ist der Bauch ja nicht groß, der wird dann gleich mitgenommen. So, wir haben Magrillenfilets. Dann haben wir ja nochmal eine Kiste. Ja, wunderbar. Die freuen mich schon. Das sind die Black Tiger Garnelen. Deckel. Und das ist was ganz Besonderes. Das sind die Forellenfilets, Regenbogenforellen. Und gestern kam der Händler bei mir vor die Haustür und das ist Flugware aus Island, Saiblingfilets. Das ist was Besonderes. Herrlich. Kam gestern mit dem Flugzeug aus Island. Das ist echt was Besonderes. So, die lassen wir jetzt erst einmal da. Schön auf dem Eis. Filets. Jetzt haben wir Magrillenfilets. Schöne Kerle. 1, 2. 4. Jetzt den Abend raus. Ich habe eigentlich ausschließlich bis auf die Saiblingfilets und dem Lachsfilet habe ich eigentlich nur gefrorene Fische. Die sind einfach auch gerade im Sommer besser handelbar. Die sind immer noch eiskalt.
Schöne Kerle sind das heute. Hoppala. Du grillst die auch täglich, oder? An Ja. deinem Stand. Ja, wir grillen 4-mal in der Woche grillen wir Fisch auf Berliner Wochenmärkte. Und ich habe eigentlich immer eine schöne Auswahl von ganzen Fischen und Filets, von Spießen und manchmal auch tolle Saiblingfilets aus Island als Besonderheit, muss ich sagen. Und ja, das ist mein tägliches Brot, ist das sozusagen. 4-mal in der Woche mache ich das in Berlin, genau. Auf wechselnden Märkten. Schauen wir, da legen wir jetzt die Saibling rein. Boah, das sind ja Trümmer. Der Mohammed ist schon da. Grüß dich. Gar nicht auf durchgeschaut. Jetzt kommt der erste Mitarbeiter. Schön mariniert, auch mit Thymian, mit Zitrone, mit Kräutern. Das ist natürlich auch ein Nachteil von so einem mobilen Stand, dass man so ein paar Sachen, die dürfen echt nicht nass werden. Das stelle ich daher. Spieße gestern geholt. Ja, sind gut. Dann gehe ich jetzt halt. Was machen wir als erstes? Machen wir zuerst die Tintenfisch. Ja, lieber regnet es jetzt wie später. Das sind Sepia-Tuben, die habe ich gestern in Streifen geschnitten, habe sie mariniert. Zitronensaft, Öl, Thymian, Kräuter. Genau. Dann werden die schön zart und weich über Nacht. Und dann kann man die nachher auf den Grill tun. Ich glaube, hier müssen wir aufpassen. Hier. Später aber. Und hier. Hier auch. So, das kommt jetzt weg. Einmal. Das sind eigene Spieße. Nichts passiert. Alles gut. Jamil, Wir haben Zeit heute.
Jetzt liegt's 9. Ja, das gehört alles zu. Bitte schön. So, jetzt gehen wir in Lachs. Fisch ist für mich erstens einmal was Leckeres zum Essen, aber vielleicht so ein bisschen die Liebe zum Detail. Also sprich, das ist jetzt was anderes wie Würstchen grillen oder wie Fleisch grillen, wo du einfach immer nur umdrehst, sondern mich reizt hier, dass zum Beispiel auch jeder Fisch alle eine eigene Note haben. Weißt, du hast beim Fleisch ein Schwein und ein Rind und ein Hühnchen und eine Wurst. Aber das war's dann schon. Aber beim Fisch, bei den verschiedenen Fischarten, haben alle eine eigene Note und einen eigenen Charakter. Und das versuche ich hier auf dem Grill dann eben auch zu betonen und hervorzuheben. Ich wollte schon immer Makrele machen, weil Makrele ist mein Lieblingsfisch. Das ist auch der beste Fisch zum Grillen, weil er so ein bisschen fettig ist auch. Und die Makrele kommt aus Norwegen oder aus Schottland, also aus dem Meer, wo es kalt ist und tiefes Wasser ist. Und die hat mich eigentlich schon am meisten immer fasziniert, weil die hat auch eine besondere Form und eine besondere Stärke. Und alle anderen Fischarten wie Forelle oder Wels, was zurzeit da ist, oder Zander, das liegt einfach daran, weil ich die Fische früher schon selbst gefangen habe und daher habe ich den Bezug. Das Angeln ist so ein bisschen Freizeitmode geworden und Hobby für alle worden. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt fischen, aber auch die Fische wieder reinschmeißen. Also ist gerade ein großer Konflikt damit, aber für mich war immer wichtig, Fisch fangen, Fisch entnehmen und Fisch essen. Du wirst da bleiben. Jetzt geh her. So, jetzt machen wir Feuer. Jetzt hole ich die Wels. Die machen wir jetzt. Die lassen sie nicht so leicht aufspießen, die Fisch. Und Mohammed hat einen dabei.
da ein bisschen mit drauf. Wunderbar. Normal kommen jetzt die ersten Leute, aber das wird halt noch ein bisschen dauern. Ah, da wirft es Blasen im Wasser. Heißt, das dauert noch ein bisschen. Jetzt. Aber Feuer haben wir schon. Hier schön warm. Herrlich. Das hat so eine richtig schöne Farbe. Wenn es ein bisschen dunkel ist, dann leuchtet das so richtig schön. Das wird heute noch öfters passieren. Aber herrlich. Wunderbar. Gut. Gleich wieder rein. Good, Jürgen. Super. Ja, so ungefähr, gell? Ganz in Schwarz heute, das ist eigentlich selten, das ist eher so im Winter. Dass du heute kommst, das ist wahre Liebe. Nee, wirklich. Alex, das hört in der Stunde wieder auf. Wen hast denn du da alles drin? Ja, eine Familie. Die ganze Schwiegermutter auch noch. Wir kommen dann. Ja, Frau, Schwiegermutter. Später Forellenfilet. Tatsächlich, À la Jürgen. wenn ich noch hab. Alles Genau. schon. Na, ich hebe euch was auf. Ja. Und heute können wir ja gut fischen gehen. Könnt man. Das dann noch mit Makrelenfilets. Da sieht man es besser. Auch schon ein bisschen machen, ganze Makrele. Ja, das ist zu heiß jetzt. Herrlich. So, die kommen wir daher. Einmal, zweimal. Dann machen wir jetzt einen Rotwasch. Und heute, gestern kommt noch der Händler mit Seiten. Aber schöne Schau. Ja. Und später. Die lege jetzt nochmal darüber. Die sind ja herrlich. Bratpaprika. Okay. Besser, oder? Ja gut, gut, super. Besser. Aber der ganze Tisch kann man weiter Okay, einmal. Du möchtest nicht wirken, aber du hast da ganz schlecht Wetter mitgebracht. Schabel, wir können ein Filet machen. Einen kleinen Teller.
so ein bisschen ein Spezialteller jetzt für unseren ersten Kunden, für den Marktkollegen. Oh, so, jetzt kommt's runter. Sagst ihm 6 Euro, ciao. Jetzt sage ich guten Morgen, ja, ihr habt ein Wetter mitgebracht. Ja, toll, oder? Magst du einen Lachs oder einen Wels? Lachs, Garnele, Tintenfisch. Ja, wir haben schöne große Welsspieße und Matthäa, für dich ist auch was dabei. Schöne große Lachsspieße. Machen Habt ihr gekühlte Getränke oder Was hast du denn? Bier? Na, jetzt machen wir erst einmal einen Fisch, würde ich sagen. Einmal Lachs und zweimal Lachs. Einmal Lachs, Garnele, Tintenfisch. Also jeweils, gell? Und für mich bitte Wels und Lachs. Warte mal. Von dem Lachs. Ah, was halt besonders toll ist, ist der Saibling aus Island. Mhm. Also jetzt nochmal Lachs und Wels. Lachs. Also 5 Sachen zu dritt. Und der Hund heißt Karl. Ja, Karl, das ist Matthäa. Aber wusstet ihr auch, dass so viel regnet? Also erst seit heute Morgen, glaube ich, war das. Ja, eben, habt's recht. Wir auch, wir sind ja sowieso da. Das stimmt so ein bisschen. Also unser nicht Feind, aber der einzige Faktor, der uns eigentlich ein schlechtes Wetter bescheren kann, ist eigentlich das Wetter. Weil wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist eigentlich wurscht, ob es regnet oder ja eben. Ja eben. Ja, das stimmt. Einige wohnen hier einen Block weiter und das Aber wie gesagt, ich war gestern mit dem. Zeig dir mal was mit dem. Seid ihr da manchmal am Akona-Platz am Sonntag? Da ist immer ein großer Flohmarkt. Aber da bist du nicht, oder? Nein, das hat ja mit mir nichts. Da ist ja kein Essen dann. Na, da ist nur so eine Currywurstbude. Aber Akona-Platz finde ich einen schönen Charakter, muss ich sagen. Oder? Der hat auch so eine Biergartenatmosphäre. Da ist so ein kleines Café an der Ecke, das so am Kolbitzkiez. Das ist für uns ein richtiger Ausflug. Das musst du ja planen. Da fährst du hin, da bist du immer Minimum einen halben Tag dann gleich beschäftigt. Und macht aber auch Spaß. Das ist der Thomas. Ja, buongiorno. Grüß dich. Buongiorno sagt man in Deutschland. Emma, komm. Emma, Fass. Ja, Emma hat einen neuen. Hört die auf Fass? Ja, natürlich. Na, natürlich, oder? Ja, praktisch eine Waffe. Die hat den Fischhändler als Freund, gell? Ja. Ja. Und sie macht ja da ein bisschen Unterschiede, gell? Und da gibt es jetzt Fischhaut. Die Fischhaut, wow. Ja, da ist ein Fischhaut, das ist ein Fensterprogrammpunkt. Ah, da müssen wir aufpassen. Also, Ja, Thomas. viel Umsatz und geringe Kosten. Ja, und nette Kunden vor allem auch. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Solvente Kunden. Okay. Emma, komm, hier gibt es nicht noch Fisch. Tschüss, Thomas. Die Wanne ein bisschen hochziehen. Ja, also schon seit vielen, vielen Jahren. Also wir kommen immer wieder hierher. Bevor es selbst Matthäa gab und sie ist eigentlich auch mal hier. Die habe ich schon im Kinderwagen kennengelernt. Gefüttert. Groß gefüttert. Sie ist nur groß geworden durch den Fisch. Von jung. Sonst wäre die klein geblieben. Makrelen gibt es hauptsächlich, ja? Ja, wollen Sie ganze oder Filet? Nee, wenn du den Jan. Ja, eben. Wenn schon, denn schon. Also ja, Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
Ja, ein Glück, dass es ausführt. Ja, Gott sei Dank. Ich brauche nur so 5 Minuten. Wollen Sie die dann hier essen? Ja, wunderbar. Ja, toll. Ja, Sie bringen uns Glück. Da muss man Glück kriegen, ne? Auf jeden Fall. Das wird herrlich. Sebastian mit Zwiebeln? Komplett, gell? Und ja. Ja, eben. Ich würde es jetzt selber rausgehen, weil ja, toll, na wirklich. Würdest du ja, weil du stehst ja auch bei den Bitte schön. Danke dir. Ja, Also im nein, Winter, also die, die immer da sind, das sind ja richtige Betriebe, weißt du, das sind ja Angestellte, die haben, die kommen sowieso. Jetzt haben wir Matthäa. Oder vielleicht Kaffee steht noch, gell? Komplett. Wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir einen Winter drehen, mit der Suppe halt, aber da war es ins kalt. Ja, freilich, da ist ja auch nichts drauf an ihrem. Der hat einen Wiener Streetfood, diese Ethnikfläche. Irgendwann kam der auf mich. Und da, ich denke mir, aber Lachsmonster. dann brauchen wir einen großen Teller, genau. Dann brauchen wir 2 mittlere Teller. Das will er nicht ohne. Bisschen. Ohne Zwiebeln aber, gell? Bisschen. Und schauen wir immer über den Fisch drüber. Gut. Bitte schön. Dankeschön. Danke. Martina, Zwiebeln? Nein, danke, auch nur Kartoffelsalat und Zitrone. Aber mach einen großen Teller. Wir nehmen jetzt einfach den großen Teller, dann könnt ihr besser merken. Dankeschön. Danke. Hoppala. Das ist halt hier. Und dann kommen wir alle und sagen, wir möchten so haben. Ja, wie soll das gehen? Bitte schön. Dankeschön. Guten Appetit. Merci. Ja, lass es nicht lecken. Dankeschön. Jürgen, wir machen jeden Samstag ein Foto. Ja, wirklich. Also von jedem Essen, was wir essen. Also Das kommt dann irgendwie in 30 Jahren in so abgefahrenen Kunstausstellungen. Genau. Guten Appetit. Genau, sowas haben die Menschen früher gegessen. Jetzt hat es aufgehört, gell? Ja, wie geht's euch hier miteinander? Wie war es mit der Schwiegermama? Schön. Ja, immer. Danke, Sebastian. Wenn es recht war, gell? Gern wieder. Sehr gern. Ich muss bloß immer schauen. Und damit jeder einen schönen, frisch gegrillten Fisch kriegt, mache ich es meistens auf Bestellung. So wie gerade eben. Nur so Makrelen, Makrelenfilets, die kann man dann schon immer ein bisschen vorgrillen dann. Also Rotbarsch und Saibling 12. Wie schmeckt denen die Makrele?
Wunderbar. Wunderbar, schön kräftig, gell? Ja. Ja. Die habt ihr früher mal gegessen, Martin und Matthäa. Ganze Makrele im Kinderwagen, genau. Jetzt ist so irgendwie so auf zum Lachstrip, ja. Total, Gibt es jetzt leider nur Lachs. Habt ihr was von dem Fußballspiel mitgekriegt gestern? Wenig, oder? Charlottenburg da oder so? Nee, gar nicht. Ah, Martin, gestern waren die Polen und die Österreicher da. Nee, gar nicht. Habt ihr Österreicher mitbekommen? Die hatten ja das gleiche Trikot, beide so rot-weiß dann. Ja, genau. Wo sind Sie jetzt herkommen? Aus Tegel. Aus Tegel, super. Ja, toll. Tegel, Ja, Tegel ist tot. Ist wie ein Altersheim. tatsächlich. Ja. In Tegel ist dieser Verbrecher ausgebüxt vorgestern Abend. Aus der JVA. Ja, und Bist du das? Nein, aber wer war da drin gewesen in den Knast? Der Hauptmann von Köpenick war da drin. Tatsächlich. Das ist für dich interessant, Ja, ja, Matthäa. der Der hat hat damals alles ein bisschen an der Nase herumgeführt. Der Hauptmann von Köpenick. Der war gut. Ja, und der saß dann in Tegel. Das war so ein kleiner Betrüger, aber es war eigentlich ein lustiger Betrüger. Ja, aber der war ein armes Schwein gewesen. Ja, okay. Er wollte ja mal was werden, aber haben sie ihm keine Chance gegeben. Ne? Na ja, schade. Weil er keinen Ausweis hatte. Ach, der hatte keinen Ausweis. Deshalb, ja. Dann hat er sich verkleidet als Hauptmann. Ja, und im Knast hat er und die Bücher immer studiert, war. Aha. Ja. Ja, super. Dann hat er alle fertig gemacht. Ach, Tegel Ja. gab es damals schon, ja, freilich, ja. Ja. Schau, das Schöne. Habe ich für dich gefangen heute. Ich war schon angeln für dich. Ach, da. Oh, der ist auch nass geworden. Das ist ein Sommerfest. In welcher Werder? Valentinswerk. Valentinswerder. Das kannst du nicht bewerben. Du kannst auf der Insel Fisch fahren. Ah, okay, da muss ich auf die Insel. Ja, ich kann nicht schwimmen. Nee, du willst ja den abgeholt. Haben wir nicht abgeholt. Kannst du das Fisch dann machen? Nee, am 31.08. Das ist ein Sonntag. Samstag. Samstag. Ja, da bin ich ja hier. 30 Euro, gell, machen wir, oder? 10 Schon viel. Schönen Samstag euch. Was auch immer ihr vorhabt oder tut. Ich gehe heute in die Philharmonie. Ich gehe morgen in den Holland. In welchem Park? Hollandpark. Der Hollandpark. Tschüssi. Tschüssi. Ah, herrlich. Ja, danke. Danke, Martin. Ah, hier an der rechten Backe. Wange, okay, danke. Gut, und Käse hast du schon. Aber wieso grün? Der Grüne, ja. Guten Appetit. Hier. Ja, danke. Bitte schön. Bitte auf Sie. Nein. Grüßt euch. Jetzt hat es zum Regeln aufgehört, gell? Ja. Irgendwann wird er das auch verstehen. Wie kommt denn dies? Oder machen Sie eine davon Ja, und zwei davon? und zwei von denen. Wunderbar. Woher kommt denn die Leidenschaft? Ja, die Leidenschaft, Olaf, die kommt eigentlich vom Angeln. Ich bin eigentlich von klein auf immer am Wasser gewesen und wir waren ja immer regelmäßig beim Fischen am Ammersee oder da gibt es einen kleinen Fluss, der heißt Windach. Und die Fische, die man dort halt eben auch gefangen hat, die hat man dann auch gleich gegessen und auch zum Grillen verwendet. Und die Leidenschaft ist eigentlich nie ganz abgeflaut und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und irgendwann, als es dann mit meinem Beruf, als mir mein Beruf keinen Spaß mehr gemacht hat, kam dann wieder die Idee auf, dass man Fische grillen könnte, auch in Berlin. Also ich war schon vorher in Berlin und habe dann mich dazu entschlossen, das halt einmal berufstätig zu machen. Und jetzt sind es mittlerweile doch schon 17 Jahre geworden mit meiner Leidenschaft. Und es ist jeden Markttag eigentlich wieder, geht es wieder von vorne los und du weißt nicht, was vorher los ist. Heute war das Wetter schlecht, aber die Leute kommen jetzt dann trotzdem.
es ist immer spannend, was passieren wird. Den Herrn habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der ist heute auch wieder da. Schmeckt's dir? Ja, danke. Ja, so muss sein. Heute ist das Fernsehen da. Und ja, das habe ich eigentlich schon von meinen Eltern auch mitgeerbt bekommen. Meine Mutter ist eine sehr gute Fischköchin und mein Vater ist ein sehr guter Angler. Das Talent habe ich leider nicht ganz so übernommen vom Vater, das Fischen. Hallo! Die tun mir immer so leid, die Fische dann beim Fangen. Mittlerer, genau. Chili-Pulver. Sollen wir da ein bisschen. Aber warte mal, der braucht nur Salz schon. Das Tolle sind die Kanadier da. Das ist immer so echt. Ich mag das, wenn Fremde da sind und kommt so ein bisschen ins Gespräch. Und das macht eigentlich den Reiz auch aus. Yvonne und Carla kommen. Grüß euch. Heute ist eine Kamera mit dabei. Hallo. Das ist der Olaf. Der macht halt einen Film von mir. Hi Carla. Seid ihr in Regen gekommen? Jetzt wirklich berühmt. Oh Gott. Du schaust aber ganz auffällig in die Linse. Genau. Das kommt im Internet. Schau mal, wir haben wahnsinnig schöne Spieße heute. Also echt. Mit Zwiebeln, schau mal, das ist für den Herrn dorthin. Es gibt gar keine ganzen Forelle heute. Na, die habe ich nicht bekommen gestern und heute. Also nehme ich. Jetzt geht's auf, da drüben spielen gerade die Irish Folk Band. Blaubeeren gibt's. Ah, gut. Geht's da rüber, oder? Ja, Wahnsinn. Grüß dich. Die ursprüngliche Methode ist ja eigentlich mit den Stecken, also Steckerlfischgrillen in Bayern und in Österreich. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, dass man es eben in den Zangen macht und dass man es auch auf dem Rost dann legt. Das ist halt ein bisschen einfacher und praktischer und vor allem kann man auch Filets grillen. In Bayern werden hauptsächlich ganze Fisch gegrillt am Stecken, aber da lassen sich solche Spieße schlecht machen oder halt auch Filets schlecht grillen. So, jetzt kommen wieder 2 Fisch drauf. So, das ist die nächste Bestellung. Forellenfilet dauert nicht lang, 5 Minuten. Aber sind schöne heute, schöne Kerle. Ist gut. Genau, die Jungs machen das. Ich stelle mich hier hin. Die Jungs machen das. Ja. Schau mit 10 Euro. Danke. Ihr könnt da schön einen Saibling machen, Filet oder einen Rotbarsch. Ich nehme Saibling. Ja, schau, jetzt sagst du mal. Extra aus Island. Das freut mich, dass Sie extra unterwegs waren. Die Makrele ist fertig. Ja, ist wieder vielen Ja. Dank. Es war echt köstlich. Ja, ganz lecker. greetings Und to die- Canada. Ja, Wo sind die her? Aus Quebec, Montreal. Quebec, Ja, Montreal, aber echt genau. guten Fisch. Wir haben auch ein paar Bilder da genommen. Die haben sich wirklich gefreut. Ach so, wirklich? Ja, wo die alle landen, die Bilder immer. Nee, nee, ich bringe immer Familie. Von Toll, wo immer wirklich. in der Welt kommen immer hierher am Samstag. Ja, super. Ein schönes Wochenende, bitte. Makrele? Makrele, 6, genau. Mhm. Wart's auf der Fett gestern? Bitte schön. Nee, es war tatsächlich lecker essen und Ja, hier war die Hölle. Bitte schön. danke. Gut auf dich. Das war's aber so vom Kommerzialding, weißt du, vom Abend vorne. Commercial. Total
mit DJ und mit Techno und Nein, mit nee, es ist immer alles zu viel. Töne und ach so ein Schmarrn. Ja. Danke, Pfirti. So, das ist jetzt das tolle Saiblingfilet aus Island mit der extra gegrillten Haut kriegst du heute. Das ist richtig knusprig, schau doch mal. Magst du Zwiebeln? Ja. Dankeschön. Und warte, Brot gibt's noch. Magst du ein Brot? Jo. Danke. Danke. Bitte. Was hast du beruflich vorher gemacht? Ja, ich habe eine Landschaftsgärtnerlehre gemacht und habe dann Landschaftsarchitektur studiert. Und nach dem Studium habe ich dann eine Laufbahn als Bauleiter eingeschlagen im Garten- und Landschaftsbau hier in Berlin. Und das ging dann 8 Jahre schon gut, aber hat dann halt, wie gesagt, keinen Spaß mehr so richtig gemacht. Und dann war die Überlegung da, ob ich halt einfach das mache, was mir Spaß macht und wo ich mir halt auch so richtig wohlfühle darin. Und das war halt schon immer das Fischgrillen dann. Und dass da irgendwann einmal eine Existenz draus entstehen könnte, das haben wir beileibe nicht damals gewusst. Es war einfach mal ein Experiment, das aber bis jetzt und die letzten Jahre immer gut gelaufen ist für eine Existenz halt. Genau. Da muss ich ein bisschen Werbung machen, das ist mein Lieblings-Eishockey-Verein. Das ist aber nur mein Arbeitshemd, das wird auch noch umgezogen dann nachher. Grüß dich. Wir haben ja jetzt einen Hund. Ihr habt einen Hund? Ja, und da gehen wir jetzt immer Ihr seid über ja brav. Mittag in den Wald. Ja, Jetzt klar. will ich nur schnell was Das einkaufen. heißt aber, ihr kriegt dann keinen Fisch nicht. In der Konsequenz, genau. Denke ich mir, wir sind einfach nicht mehr hier. Ja, lass noch mal laufen ein bisschen, Hund. Genau da. Ja, viel Spaß. Da haben wir jetzt die zweite Wanne. Ja, grüß dich. Ja, jetzt kommt sie alle raus, ha? Jetzt hat es aufgehört, Gott sei Dank. Du bist gefilmt heute. Ha? Ja, heute ist großer auf YouTube. Ja, tatsächlich. Ja, schön. Hallo. Das sind Forellenfilets, Ja, genau. das sind Magrelenfilets, Ja. das ist der Waller, das ist der Tintenfisch, dann haben wir einen Lachs auch. Mhm, gut. Ja, noch 2 Kilo. Oder wisst ihr es hier? Hallo. Hallo, eingeloggt. Das hätte ich gern, genau. Da ist ja immer so ein Beilagenteller mit Ja, dabei. bitte, ja. Ich schau gleich. Dann brauche ich 10 Minuten alles miteinander. 10 Minuten, gell? Ja. Ich hab bloß ein Bier da. Ja, das freut mich, wenn euch der Welt so schmeckt. Gell? Wirklich. Der Wels kommt aus der Aquaponik-Zucht. Das wird eine große Rolle spielen in der Zukunft von der Fischernährung. Das ist eigentlich Süßwasserzucht, aber auch mit einem gewissen Nutzen für Salat, für Kräuter. Das ist ein Kreislaufsystem mit Pumpe, wo die Nährstoffe des Fisches als Grundlage für das Pflanzenwachstum dann verwendet werden. Und die Pflanzen gleichzeitig dann wieder das Wasser der Fische reinigen. Das heißt, das ist echt ein super Nutzenfaktor. Du hast am Schluss Fisch, die im Trinkwasser schwimmen, und du hast dann noch schöne Kräuter und Salate, die du ernten kannst. Also Aquaponik, das wird man in Zukunft noch häufiger hören. Hi. Hi, ja, grüßt euch. Darf es was sein für euch? Ja. Wie schaut es denn aus? Eine ganze Ja? Okay, jeweils eine. Ja. Nein, ich hätte gern einen Rotwein. Ja, sehr gern. Der ist in 5 Minuten fertig. 5 Minuten? Mhm. Das ist ein Fahrt. Bis Ja, gleich. ich habe auf dich gewartet, Schatz. Danke. Ja, nee, zweimal reicht. Zweimal. Danke. Bitteschön. Danke.
Hallo. Hallo. Mach was sein. Einmal. So, jetzt haben wir 3 ganze Fisch und ein Filet für die Truppe aus Amerika. 17 Jahre. Alex, magst du einen Lachs? Ja, Lachs. Okay. Mach ein paar Zwiebeln drauf und einen kleinen Teller drauf. Jorgen. Dann rüber. Hast du was Schönes schon mal gesehen, Olaf? Was braucht es? Sag ich. Wie immer super hier. Wichtig ist, dass ihr die hier habt. Nee, umgekehrt. Eine ganze Makrele. Die habe jetzt gerade aufgelegt, wieder so 10 Minuten brauchen. Ja, wunderbar. Salzwasser, Makrelen. Also, man muss schon was fragen. Na, alles gut. Aus dem Bodensee ist bei mir gar nichts. Later. Oh, okay. Und hier? 15 Minuten ist hier. Ja, mich treibt natürlich der Spaß an der Sache an, aber letztendlich ist es ja auch ein Stück Existenz. Also das Geldverdienen treibt mich auch an. Und was mich auch jeden Tag wieder raus treibt, ist einfach so dieses Marktleben und dieser Kontakt mit den Leuten. Weißt, ich bin ja hier nicht in irgendeinem Restaurant und in irgendeiner Küche, sondern ich bin hier direkt vor Ort. Und ich fand es auch früher schon immer toll, als ich das noch nicht machte, aber hier in der Nähe wohne, kam ich früher immer mit meinem Sohn ganz früh morgens auf den Markt, 7 Uhr, 8 Uhr, und habe mir das alles angeguckt und dachte mir, das will ich auch machen. Weil du hast nie diesen direkten Kontakt mit deinen Leuten.